herzlich willkommen zu dem ersten Online-Event von der Eventreihe 2024-2025 zum Thema Digitalisierung bei den Treuhändern, Digitalisierung im Treuhandwesen. Ich hoffe, Mundart ist okay, sonst müssten Sie sich jetzt melden im Chat. Dann starten wir. Die Agenda von heute sieht wie folgt aus. Wir starten also mit der Begrüßung von meiner Seite, gehen dann über in das Treuhandportal, da wird dann meine Kollegen übernehmen, von unserem Vertriebspartner. Dann am Schluss machen wir eine Fragerunde und schließen das Ganze dann ab, spätestens um 12 Uhr. Vorstellrunde heißen Sie mit mir ganz herzlich willkommen, der Martin Fricker. Martin Fricker ist Geschäftsführer von Vertec Vertriebspartner Lean Business. Lean Business hat über 10 Jahre Erfahrungen mit Vertec, und zwar mit Fokus Treuhand und Anwalt. Und sie betreuen bereits seit etwas über 450 Vertec-Kunden und sind bald 20 Mitarbeiter. Ich selber bin Verkaufsleiter bei der Firma Vertec und lassen Sie mich wie folgt vorstellen. Stellen Sie sich vor, wenn nur 12 von Ihren Mitarbeitern 10 Minuten täglich vergessen, an verrechenbaren Leistungen zu erfassen oder 10 Minuten effizienter können arbeiten in diesen 10 Minuten, dann verlieren Sie im Jahr etwa 80.000 Schweizer Franken. Jetzt die Branchenexpertise von Vertec baut auf bald 30-jährige Erfahrung im Treuhandbereich. Sie haben da vorliegen ein paar von unseren Referenzkunden. Viele von diesen Referenzkunden finden Sie auch bei uns auf der Webseite, wo Sie auch unter anderem mit Video reinhören können, wieso die Vertec-Kunden Vertec so gut finden. Mandatsmanagement wirtschaftlich gedacht. Tatsächlich ist das etwas, wo im Kern von Vertec steht, denn Vertec konzentriert sich auf die profitable Steuerung von ihrem Unternehmen. Es geht also immer mit Fokus auf die Wirtschaftlichkeit und den prozessualen Erfolg von ihren treuhänderischen Tätigkeiten. Best of Breed meint, dass Vertec über Standardschnittstellen verfügt zu den gängigsten Umsystemen, die typischerweise Treuhänder im Finanzsystem haben und oder auch im DMS-Bereich. Der Aufbau von der Vertec-Software neben den branchenüblichen Funktionen wie Kontaktverwaltung, Mandatseröffnung, Leistungsspesenerfassung, Rechnungsstellung oder Mandatsmanagement oder auch Fristenkontrolle, die dann eben im Kernprodukt oder in den Zusatzfunktionen verfügbar ist von Vertec, lässt natürlich auch Vertec zu, kundenspezifische Erweiterungen zu machen, sodass sie am Schluss eine individuelle Kundenlösung vor sich haben. In Vertec lässt sich auch wunderbare Holdingstruktur, das Firmenkonglomerat abbilden. Damit ist eben sichergestellt, dass alle Menschen mit Vertec arbeiten können und sie aber dann können die einzelnen juristischen Einheiten richtig abbilden. Das heisst, dass dann das richtige Rechnungsformular für die entsprechende juristische Einheit angezogen wird, wenn sie eine Rechnung verschicken. Alle Mitarbeiter, wie schon gesagt, arbeiten in einer Instanz von Vertec und sie können so Schwerverrechnungen dann in den einzelnen juristischen Einheiten machen. Ein typisches oder viele Treuhänder haben ja juristische Einheiten etwa so aufgebaut wie eine Treuhand oder Wirtschaftsprüfung oder vielleicht noch eine Beratungsunternehmung, möglicherweise auch im Ausland. Gut, das zur Einleitung. Gerne gebe ich jetzt das Wort an Martin Fricker. Wenn Sie Fragen unter zwischendurch haben, stellen Sie die doch schon im Chat rein. Dann können wir die gerade direkt im Chat beantworten. Oder wir tun die am Schluss beantworten. Gut, Martin, du kannst übernehmen. Danke. Ja, grüezi miteinander.
Es freut mich, Sie die nächsten halbe Stunde dürfen begleiten mit ein paar Funktionen von unserem Treuhandportal. Ich werde Ihnen aber auch zuerst ein paar Informationen geben von der Gesamtlösung und nachher gehen wir ins Treuhandportal rein. Ich mache das mit meinem Mitarbeiter, der verantwortlich ist für das Treuhandteam. Das ist der Patrick Buchecker. Er wird dann den Kunden spielen, ich spiele den Treuhänder in dem Moment, wo wir uns auf dem Treuhandportal austauschen. Zuerst noch ein paar Informationen über die aus, wo der Urs Berli hineingegeben hat. Wer ist Lean Business? Lean Business ist im 2011 gegründet worden, von Anfang an mit dem Fokus Treuhand und Anwalt. Wir haben für beide Branchen sogenannte Templates entwickelt, mit der Idee, dass sie aus einer Hand mit der Vertec-Template-Lösung Dokumentenmanagement und einer Buchhaltung eine Gesamtlösung bekommen, die auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Was ist denn immer so ein Template auch drin? Es sind branchenbezogene Prozesse und Workflow, es sind Best-Practice-Ansätze, die uns die vielen Kunden, die wir dürfen einführen und betreuen, mitgegeben haben, dass wir nicht jedes Mal Einstellungen neu machen. Es sind ganz spezifische Treuhandfunktionalitäten drin für zum Beispiel Checklisten, wiederkehrende Aufgaben, Ressourcenplanung, wo ja Sie können basierend von Ihren wiederkehrenden Mandat machen mit Ihren Mitarbeitern. Und natürlich der Fokus, den wir heute legen, das Treuhandportal mit dem Austausch von Informationen mit Ihren Kunden. Last but not least natürlich entsprechende treuhandspezifische Auswertungen. Was nützt das Ihnen? Die Einführungszeiten werden reduziert und auch Projektrisiken werden natürlich durch das massiv reduziert. Betreut tut Lean Business, also Mitarbeiter haben wir 18, die aus den Bereichen Beratung, Support, Entwicklung zur Verfügung stehen und unsere Kunden betreuen. Wie sieht die Treuhandlösung aus? Wir werden uns heute auf den blauen Bereich fokussieren, auf den obersten Bereich. Also die Kundenplattform, die basierend ist von mFiles mit dem Zusatzmodul HubShare. Das sind beides mFiles Funktionalitäten. mFiles tut aber auch integrieren Teams, Office 365 kann integriert sein, SharePoint. Wir werden auch in Zukunft eine dedizierte SharePoint-Lösung für Treuhandportal haben. Kunden, die nicht ein mFiles einsetzen, dass wir auch dort für eher kleinere eine adäquate Lösung haben. Was bietet das mFiles noch darüber aus? Es ist nicht nur ein Dokumentenmanagementsystem, sondern sie haben Workflows, können Prozesse abgebildet werden im mFiles und das ganze Aufgabenmanagement. Was stellt einem das Vertec zur Verfügung? Wir haben die ganze Leistungserfassung, Leistungsverrechnung, CRM, Kunden, Mandatsverwaltung und neben der Verrechnung und dem Controlling darüber aus treuhandspezifische Funktionalitäten, wie vorher schon erwähnt, im Mandatsmanagement, in der Mitarbeiterplanung, in den wiederkehrenden Aufgaben, die spezifisch für Treuhänder sind, wo wir zum Beispiel für uns intern nicht einsetzen können. Wir haben das Mandat oder nicht, aber wir haben nicht die gleichen wiederkehrenden Aufgaben immer wieder, außer vielleicht im Bereich Support, aber auch dort kommt vieles ad hoc. Wie läuft das ab mit der Integration von der Kunden, von Ihren Kunden in das Treuhandportal hinein? Ganz wichtig, Daten sind nur einmal zu erfassen. Wir haben also nie eine Doppelerfassung. Wir erfassen die Daten im Vertec. Es ist eine Kundeneröffnung, es ist eine Mandatseröffnung. Kontakt, wo 6 zum Mandat sind, 6 aber auch noch zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel im Verwaltungsrat, vielleicht auch ein Banker, der für ein Mandat schafft und, oder wo in Bezug ist mit ihrem Mandat, kann erfasst werden und kann dann integriert werden in die ganze Portalgeschichte. Mandatsaufträge, die generiert werden aus dem Vertec raus, Dokumente. Viele Dokumente werden generiert aus dem Vertec, es werden aber auch Dokumente generiert natürlich aus dem mFiles raus, die dann im Zusammenhang mit Ihren Kunden sind oder wo man einfach ins mFiles reinzieht und miteinander sharen tut. Und wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist, oft, wenn eine Aufgabe generiert wird, ist ja am Schluss ein Dokument, das zugrunde liegt, ein Revisionsbericht, ein Steuerdokument, das der Behörden übergeben wird. Und sobald das Dokument abgeschlossen ist, wird auch die Aufgabe entsprechend abgeschlossen. Alles integriert
von den Usern, wo ihre Kunde sagt, wo will an dieser ganzen Portalgeschichte partizipieren, kommt ein E-Mail über, kann sich verifizieren mit der Zwei-Weg-Authentifizierung und sich nachher entsprechend ins Portal einloggen. Was gibt das für Vorteile für Sie als Treuhänder? Wie anfänglich erwähnt, es gibt keine Doppelerfassungen, es wird einmal etwas erfasst und es wird in die verschiedenen Systeme übertragen, synchronisiert. Ganz wichtig, wir sind in einem Bereich hinein, wo wir denken, dass Qualität stark erhöht werden kann mit Workflows. Das heißt, Sie können sich konzentrieren auf Inhalt, auf eine gute Revision, auf einen guten Abschluss, aber nicht, was der Prozess dazu ist, der wird vorgegeben und gibt Sicherheit, dass im Zusammenarbeiten mit dem Kunden, aber auch im Ablauf, im internen Ablauf, dass ein neuer Mitarbeiter sich einfacher tönt, gewisse Prozesse einzuhalten. Das Ganze, die Planungssicherheit, die mit diesen Tools gegeben werden, dass man weiß, wie viel steht noch aus, wie viel hat der Mitarbeiter zu tun, wie viel hat es im Team offen, wie viel hat es in der ganzen Treuhandunternehmung offen, wo man bei Ihnen besser planen kann, wie bei uns zum Beispiel, wo es, wie schon erwähnt, manchmal zu viel oder manchmal zu wenig ist. Sie haben das besser, kann man das abbilden im Werktag für Sie aufgrund von der Mandatsstruktur, die Sie haben. Die Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden gibt natürlich eine höhere Kundenbindung, weil die elektronische Verbindung bindet natürlich den Kunden und man kann immer mehr auch Dienstleistungen darauf packen, wie man im Zusammenarbeiten ist. Und am Schluss noch ganz wichtig, die Sicherheit hat eine immer größere Bedeutung. Der ganze E-Mail-Verkehr ist nicht sicher. Man weiss es, wir tun zum Teil zu wenig E-Mail verschlüsseln. Wenn man auf einem Portal zusammen schafft, kann man das umgehen. Die Dokumente sind dort und werden nicht übertragen zu Dritten. Oder wo Dritte allenfalls noch Zugang hätten zu den E-Mails. Was ist der Vorteil für den Kunden? Er hat eine Transparenz in der Aufgabe. Es ist eine Pendenzenliste, ist einmalig, die ist jetzt aktuell in der aktuellen Version und nicht, dass der Kunde eine andere Version hat wie Sie oder auch ein anderes Dokument. Es ist klar, was ist der Status vom Dokument, was ist die Aktualität. Die Sicherheit, ich habe es schon erwähnt, von der Zusammenarbeit und Aufgaben können einfach, effizient und ganz wichtig themenbezogen übergeben werden. Es gibt ein Steuerdokument, das der Kunde durchlässt und ich weiss es genau, es ist nicht einfach ein Dokument, das kommt, sondern es ist ein Steuerdokument in der Vollständigkeitserklärung, das Sie jetzt bekommen und wo wiederum etwas auslöst bei Ihnen. Der M-Files hat ein paar Fokusbereiche. Es ist nicht nur ein Dokumentenmanagementsystem oder das Kundenportal, das wir jetzt anschauen, sondern es sind Themen, die weit darüber ausgehen. Wir werden das in einem weiteren Webinar auch mal noch durchleuchten von diesen verschiedenen Fokusbereichen, die ebenfalls einem zur Verfügung stellt. Wie gesagt, es ist nicht nur ein Dokumentenmanagementsystem. Für uns ganz wichtig auch, AI wird unterstützt, es hat ganz effiziente Tools zum Einrichtungen machen, zum Entwicklungen machen und das, was wir unten rechts anschauen, die Kollaboration, die ganze Hubshare-Geschichte ist ein grosser Fokusbereich von ebenfalls das Zusammenarbeiten mit Drittparteien, wie das entsprechend gelöst wird. Hubshare, das ist ein Bild, Sie sehen nachher, wie wir es eingerichtet haben. Unsere Umgebung kann völlig individuell eingerichtet werden. Wir stellen Hubs zur Verfügung, Musterhubs, 6 für juristische Personen, 6 für Privatpersonen, die dann auch entsprechend unterschiedlich sich präsentieren. Eine Privatperson, die nur die Steuern womöglich mit ihnen hat, die nur einfache Widgets hat im Vergleich zu einer Firmenkunde, die mehr zur Verfügung bekommt. Zentral ist ein sicherer Austausch, ein vollständig digitales Portal. Sie können das Projekt Aufgabenmanagement darüber lösen und auch, noch wichtig, das Zusammenarbeit und Co-Autoring. Es ist eine Funktionalität, die in den nächsten paar Wochen noch einfacher kommt, das ganze Co-Autoring, wenn Sie wollen, am gemeinsamen Dokument miteinander arbeiten und allenfalls dann auch noch, wenn das digital signieren, haben Sie entsprechende Hilfsmittel dazu. Nochmal etwas zur Oberfläche vom Hubshare. Wie erwähnt, es ist individuell anpassbar, 6 optisch, 6 von Farben, Logo. Es soll am Schluss
so daherkommen, wie sie sich präsentieren ihren Kunden gegenüber. Es sollen die Informationen dort erscheinen, auch aktuelle Informationen, die Sie Ihren Kunden mitgeben wollen. Es ist also auch nicht nur ein Arbeitshilfsmittel in der Kollaboration, es ist auch ein Hilfsmittel, wo Sie Dienstleistungen, neue Informationen scheren mit Ihren Kunden. Was ist dann einmal der Vorteil? Also die Erhöhung von der Qualität, ganz wichtig, und das haben wir insbesondere seit Corona gesehen, die Ortsunabhängigkeit, wo zum Teil auch ihre Mitarbeiter erwarten, aber insbesondere auch ihre Kunden, die von irgendwoher ihnen einen Kreditorenbeleg zugänglich machen oder sie brauchen weitere Steuerunterlagen, wo ihnen der Kunde kann von irgendwoher nachher zur Verfügung stellen kann, dass es auch effizient weiter bearbeitet werden kann. Das Ganze mit dem Prozess, falls Probleme entstehen, weiss man, wo das Problem entsteht, wo ist es liegen geblieben. Man kann schneller darauf reagieren. Es ist dokumentiert, wie etwas durchläuft, weil all die Sachen, sind mit Workflows definiert und man sieht jeweils, wer hat wann was gemacht, wo ist wie lange liegen geblieben, dass man sich auch entsprechend verbessern kann. Hat zur Folge, dass Sie natürlich kürzere Einbearbeitungszeiten haben von neuen Mitarbeitern, aber auch zum Onboarden der Kunden, wenn Sie die Instrumente zur Verfügung haben. Und Sie können, wie vorher schon erwähnt, auch neue Prozesse schneller etablieren. Das ist der Workflow, den wir nachher anschauen miteinander. Das ist also ein Bild, das nicht irgendwo designt oder gezeichnet worden ist. Das ist mit M-Files gemacht, der Ablauf. Und dahinter steckt der Ablauf, wo wir vom Werktag über das M-Files bis zur Integration mit den Kunden entsprechend etabliert haben. Wir schauen nachher, was für Aufgaben sind da, was der Kunde, wie er die Dokumente einreichen kann. Sobald er eine gewisse Art Dokument eingereicht hat, geht es weiter, etc. etc. Sie können das jeweils definieren, ob man den anderen informiert, noch zusätzlich mit E-Mails oder nur mit Aufgaben oder das einfach irgendwo erscheint, da sind Sie entsprechend wieder frei. Natürlich könnten die Workflows viel einfacher aussehen, ein Posteingangs-Workflow, ein Kreditoren-Workflow etc. Also es muss nicht so ein umfassender Workflow sein, wie jetzt vorgängig da erwähnt, wo wir den nachher miteinander anschauen. Gut, fertig PowerPoint. Ich werde Ihnen zeigen, wie das startet aus dem Werktag raus, über das M-Files bis zum Hubshare, wo wie gesagt der Patrick Buchecker wird übernehmen, wo der Kunde spielt, wo die Informationen als Kunde uploadet oder anschaut. Wenn ich im Werktag bin und starte, ist das, wenn ich nicht etwas anderes definiere, mein Startbild. Ich habe gerade sofort meine Zeiterfassung, ich habe meine Leistungserfassung, ich kann mir verschiedene Tabs auftun, da bin ich völlig frei. Und auch sonst die Oberfläche, die ist, welche Informationen ersichtlich sind, die sind so einmal definiert, die kann man aber natürlich entsprechend auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Wenn ich jetzt da nein, ich will noch ganz schnell noch einen kleinen Hinweis auf weitere Webinars, also andere, die Checkliste Task. Wir kommen da heute ganz ein bisschen noch drauf. Da gibt es im Webinar, gehen wir da in die Tiefe, Checklisten und sogenannte also Aufgaben und Checklisten hat zwei verschiedene Flughöhen. Checklisten sind eher ein bisschen im Gesamten. Ich mache eine Mehrwertsteuerabrechnung. Aufgaben sind dazu alle Details, die man sich definieren lassen kann. Auf das gehen wir aber in einem separaten Webinar im Detail darauf ein. Dann Planung der Mitarbeiter, basierend von vergangenen Planungen, von vergangenen Jahren, die Ihnen vorgetragen werden und Sie können justieren auf die aktuelle Situation und natürlich Auswertungen mit allen erdenklichen Kennzahlen, die uns zugetragen worden sind in den letzten Jahren, wo wir auch hier im Webinar werden darauf eingehen. Martin, darf ich dich bitten, noch ein bisschen mehr reinzuzoomen? Es ist ein bisschen klein. Danke. Ich hoffe, man sieht es jetzt ein bisschen besser. Gut, wenn ich im Werktag bin, das, was wir ja immer
damit zu tun, wo auch ganz am Anfang von Urs Berli gesagt worden ist, das einfachst mögliche Leistungserfassung, die überhaupt wie geht. Also ich steige ein, ich tue eine Leistung erfassen, es wird sofort erkannt, wenn ich anfange zu schreiben. Ich kann da ein Teilmandat dazu nehmen, eine Tätigkeit und irgendeinen Text und eine Zeit. Das ist klar, das muss einfach und effizient sein. Das kommen Sie auch über, sei es über eine Phone-App, sei es auf dem Browser, sei es in der Syn-Client-Version, die ich jetzt da habe. Und uns ist ganz wichtig, dass Sie nicht irgendwo anklicken müssen, um weitere Informationen überzukommen. Rechte Maustaste, Sie wollen Dokument von dem Mandat entsprechend sich anzeigen lassen und die Dokumente erscheinen. In dem Fall jetzt geht es ebenfalls auf. Das könnte jetzt aber auch sein, dass Office 365 SharePoint aufgeht oder ein anderes DMS. Wir haben die M-File-Schnittstelle geschrieben und vertreiben ebenfalls. Deshalb geht und auch das ganze Treuhandportal basiert auf dem M-Files. Jetzt sind da Dokumente aufgegangen von dem Mandat, wo ich da aufgerufen habe. Die Dokumente sind strukturiert nach sogenannten Dokumentklassen. Und da unterscheidet sich jetzt mal sehr stark für Benutzer, die noch nicht im DMS daheim sind. Sie sind sich gewöhnt von früher in der Fallstruktur, sie legen irgendwo unter einem Mandat, unter dem Jahr 2024, unter Steuern, legen sie ein entsprechendes Dokument ab. Im M-Files tun Sie ein Dokument klassifizieren mit sogenannten Metadaten und es wird Ihnen dargestellt. Die Darstellung ist völlig frei. Also man kann von allen Ecken her sich Dokumente anschauen. Ich könnte jetzt da Dokumente anschauen über die sogenannte Dokumentklasse, ich könnte das über meine Kreditorenbelege hineingehen, in dem Mandat hinein oder über andere Klassen. Oder ich kann mir sagen, ja, ich will jetzt Dokumente nach Datum sortiert haben und will jetzt nur die von den letzten 7 Tagen haben. Das ist ganz individuell definierbar. Wir haben da wiederum einen Vorschlag, was sich in der letzten Zeit ein bisschen etabliert hat, aber der muss nicht so sein, weil doch von Unternehmung zu Unternehmung wird anders gedacht, wird anders an ein Thema angegangen und man kann sich dann entsprechend auch das so einrichten. Da habe ich jetzt als Beispiel noch genannt, alle E-Mails, dann sehe ich alle E-Mails, die reingekommen sind in dem Mandat rein, das können Sie individuell definieren. Und ganz wichtig, es gibt Definitionen, wo wir im Projektteam machen, für alle oder wo Ihre Power-User macht. Und das andere, Sie haben immer auch Ansichten, wo Sie sich selber definieren können. Da komme ich nachher ganz schnell. Ich will da nochmal auf das Thema Metadaten eingehen, weil das ist eigentlich die Basis von allem, wie die Informationen gesteuert sind. Ich gehe in eine Vollständigkeitserklärung rein und zeige Ihnen da auf der Seite die Metadaten. Ein Dokument muss natürlich verbunden sein mit dem Mandat. Automatisch, wenn ich das Mandat angewählt habe, kommt der Client, das ist rein informativ. Es kann eine Aktivität dahinter hängen, das ist jetzt generiert vom Vertec aus, deshalb ist da eine Aktivität. Dann haben wir eine Sicherheit eingebaut, wenn wir ein Dokument ersichtlich machen, wenn es jetzt aus dem M-Files oder Vertec generiert wird, am Kunden gegenüber oder nicht, also ist im Hub anzeigbar oder nicht. Bewusste Sicherheit, dass nicht per Zufall irgendein Dokument zuhanden vom Kunden geht, das sie gar nicht wollen. Ich sehe natürlich, wer es erstellt hat, wer zuständig ist und habe dann weitere Kriterien, zum Beispiel wie ein Geschäftsjahr, wo ja ganz zentral ist, bei Ihnen Steuern 24, Steuern 23 oder eine Dokumentperiode, Dokumentkategorien. Da sind wir völlig frei, die entsprechend zu definieren. Mit dem Vorteil, sie sind nicht mehr mandatsbezogen, gebunden zum Dokument suchen, sondern Sie können auch über alle Mandate hinweg sagen, ich will alle Revisionsberichte haben, ich will alle Belege von der FIBO, die ich noch bearbeiten muss, oder ich will alle Verträge haben. Ich habe bei mir in meinem M-Files eine ganz andere Sichten wie meine Mitarbeiter. Ich habe Verträge drin, ich habe anders, wo meine Mitarbeiter jetzt weniger brauchen, oder die Offerten. Das lässt sich dann ganz individuell erstellen. Und wie kompliziert ist jetzt so etwas zu machen? Da sehen Sie meine Dokumente von den letzten 7 Tagen. Ich habe das oben dran gesehen, das sind eigene Ansichten, also nicht vom Power-User oder von dem, was Customizing gemacht hat, implementiert, sondern der
User, der das selber machen kann. Ich kann auf die Eigenschaften gehen und ich sehe in dem Filter rein, ich habe nichts anderes, ich habe Dokument haben und in der Eigenschaft erstellt vom aktuellen Benutzer und Tageszeit gleich kleiner 7 Tage. Ein einfaches Beispiel und so tun sich auch unsere Kunden an das ebenfalls anwagen, wo sie sich Step by Step einfache Ansichten machen, bis zu hochkomplexen, wo man dann meistens eine Unterstützung geben. Das Form, um das zu erstellen, das wird nochmal einfacher in den nächsten 1-2 Monaten. Ebenfalls hat ein Wizard versprochen, wo in den nächsten 2 Monaten gelauncht wird, dass man mittels Wizard auch seine Ansichten erstellen kann. Gut, jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie man ein Dokument sharen, teilen tut. Ich habe da oben, ich habe da oben 2, 3 Dokumente und ich will Ihnen damit kurz zeigen, wie es M-Files funktioniert, wenn Sie ein Dokument ins M-Files hineinziehen. Das kann sein, es kommt ein Dokument über das Outlook ins M-Files hinein, es kommt ein Dokument, Sie sind im Word oder Excel oder PowerPoint am Schreiben und sagen Speichern unter. Je nachdem, wo Sie stehen, erkennt M-Files, was Sie zu machen haben. Ich will die Jahresrechnung reinziehen und wenn ich die Jahresrechnung reinziehe, dann muss ich der sagen, das M-Files weiss auf der obersten Oberfläche gar nichts. Ich muss das klassifizieren, es ist eine Jahresrechnung. Ich muss sagen, natürlich, welchem Mandat gehört das an, etc. Und da holt es jetzt gerade automatisch noch den Kunden zu und kann es weiter qualifizieren. Also ich bin nicht angehalten, irgendwo anzuspringen, um etwas zu speichern, sondern ich kann das auch einfach entsprechend gerade reinziehen und speichern. Das M-Files tut das vorschlagen, was es erkennt. Wenn es jetzt schon erkannt hätte, das ist ein Dokument, weil es Geldspeicher im Dokument heisst oder weil sonst eine Nummer ist, die ich mit dem Mandat verbunden habe, da würde entsprechend ein Vorschlag kommen. Es könnte der Vorschlag kommen, der gerade die Klasse betreffen, wenn irgendwie Steuern erwähnt ist oder irgendetwas, wo ich sie so mappen kann. Das ist eine Variante. Die zweite Variante ist, ich gehe da in eine Ansicht, Dokument von meinem Mandat, ich gehe in den Geldspeicher rein und ich gehe in die Jahresrechnung rein. Wenn ich jetzt das Dokument da reinziehe, dann erwarte ich natürlich, da fragt es nochmal, soll der Klient geben, die Frage muss also nicht zwingend kommen. Und jetzt weiss eigentlich das Dokument schon ziemlich alles, es ist im richtigen Mandat drin, es hat jetzt da noch nicht vorbeleitet das Datum, das könnte ich auch vorbeleitet haben. Und ich sage jetzt da zum Beispiel, ich will das auf dem Hub anzeigen. Sie sehen, da haben wir bewusst noch visuell ein bisschen damit geschafft, dass wenn man es anzeigen will, dass man einmal informiert wird, das ist jetzt transparent für den Klient, wo man das entsprechend anzeigt. Ich will dann noch sagen, das betrifft das Jahr 2024 und vielleicht kann noch weitere Klassifizierungen geben, je nachdem, welche Eigenschaften Sie am Dokument weitergeben wollen. Sie sehen, es hat ein paar wenige Sachen, die wir mit dem Sternchen, die zwingend sind, andere kann man als fakultativ betiteln. Man kann auch so weitere Register auftun oder zutun, je nachdem, was man oben erfasst hat. Und ich tue das Dokument erstellen. Ich habe jetzt dem Dokument ja mitgegeben, das ist im Hub ersichtlich. Also das ist meine Jahresrechnung 5.11.2024. Und da möchte ich jetzt am Patrick Buchecker übergeben, wo Ihnen der Hub zeigt, wie der Kunde das zu sehen bekommt, das Dokument, das ich jetzt zuteilt habe. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Sie sehen jetzt hier in meiner Übersicht, wie Ihre Kunden sich einloggen würden und in Ihrem eigenen Hub starten. In einer ersten Übersicht da haben wir das Cockpit gemacht, wo wir auf der einen Seite die Möglichkeit bietet für Sie, dass Sie Ihren Kunden können Links auf Ihre Homepages geben oder auch Benutzerhandbücher verlinken. Im unteren Bereich sieht man, dass der Kunde gerade informiert ist, wer sein persönlicher Berater ist, wo man den per E-Mail oder per Telefon erreichen könnte. In einem mittleren Teil ist abgebildet, was für Dienstleistungen Sie dem Kunden erbringen dürfen. Den Kunden jetzt hier zum Zeigen haben wir logischerweise
möglichst alle Funktionen aufgeschaltet, dass man das noch sieht. Wenn ein Kunde noch die Steuern hat, kann man das selbstverständlich so anpassen, dass man aufgeräumt und einfach für den Kunden herkommt. Im Bereich links sieht man Dokumente, auch da schön kategorisiert, und die ganz linke Seite durch hat man nachher da noch einen Navigationsbereich, ähnlich wie in der Mitte, für die Leute, die lieber so über Navigationsleisten arbeiten. Der Martin als mein Treuhänder hat mir die Jahresrechnung aufgestellt. Ich möchte die gerne anschauen. Ich steige da auf dieser Seite so ein und sehen da, dass die Jahresrechnung gekommen vom 5.11.24 kann die da auch zur Anzeige bringen. Ja, weil ich die Jahresrechnung gesehen habe, ist bei mir gerade noch aufgetaucht, dass ich gerne möchte an meinem Treuhänder einen Kreditorenbeleg aufladen und zahlen. Ich steige da über entweder die Navigationsleiste zu deren Ansicht oder über das Cockpit. Ich kann da die Datei dazufügen. Das kann auf verschiedene Art und Weise passieren. Im einfachsten Fall ist das so, dass man aus der Fileablage, die man nebenzu offen hat, das File via Drag and Drop entsprechend reinzieht. Da auch wieder Kategorisierungsmöglichkeiten, Geschäftsjahr 24, jetzt im November, und das File aufladen. Als Kunde von da aus sehe ich da, ich habe neue Kreditorenbeleg und sehe da drin die ich zur weiteren Verarbeitung aufgeladen habe. Dann würde ich gerne wieder an Martin übergeben für die Treuhandansicht. Es ist eine Frage reingekommen im Chat. Wird der Kunde benachrichtigt, wenn ein neues Dokument hochgeladen wird? Das kann natürlich gemacht werden. Es ist ganz die Frage, wie man es eingerichtet hat. Er kann ein E-Mail bekommen, er kann eine Aufgabe zuteilt bekommen auf seinem Treuhandportal oder gar nicht. Oder er sieht in einer Ansicht Ihnen einfach, da ist etwas Neues gekommen. Natürlich kann man benachrichtigt werden. Gut, ich bin jetzt wieder da im M-Files rein und ich habe jetzt da in dem Geldspeichermandat bei den Kreditoren gesehen, die Kreditorenrechnung, die ist 11.32 gekommen und bei mir reingekommen, ich könnte die weiter bearbeiten und damit etwas machen. Es muss nicht so sein, dass ich in das Mandat rein muss gehen, um das zu suchen. Ich könnte auch mir zum Beispiel Verarbeitung FIBU oder mein Posteingang, wo ich sage Kreditoren und neuer Kreditorenbeleg. Je nachdem, wie Sie es haben, wie der Mitarbeiter es haben, wie er es dann verarbeitet oder ob er zum Beispiel da noch eine Zuweisung bekommt. Sie sehen da, ich kann jemandem Zuweisungen geben. Ich habe jetzt da mir eine Zuweisung gegeben zur Vorbereitung Webinar. Also wenn mit dem Beleg auch gerade noch eine Aufgabe kommt, dann sind die jeweils in die Zuweisungen rein. Und sobald man eine Zuweisung abgeschlossen hat und dann sagt, ich habe die erfüllt, ich kann dann einen Kommentar geben, dann geht die raus. Es ist aber natürlich alles dokumentiert, wie wo was entsprechend gegangen ist. Also so ist vom Kunden von Ihnen ein Beleg reingekommen und zur weiteren Verarbeitung bei Ihnen im M-File zur Verfügung. Wo liegen denn die Dokumente? Die Dokumente liegen nie beim Kunden, die liegen immer in Ihrem M-Files rein. Die ganze Weboberfläche, die der Kunde sieht, der Hub, das ist nur eine Weboberfläche, ein Zugriff eigentlich auf Ihres M-Files mit einer Sicherheit, mit Sicherheiten dazwischen, wo aber nicht das Dokument irgendwo sonst noch um die Welt herum ist und nachher irgendwie in Ihres M-Files hineinkommt, sondern die Dokumente sind bei Ihnen im M-Files hinein. Gut, der nächste Use Case möchte ich nochmal starten. Ich habe es ja anfänglich erwähnt, der Prozess, wo ein Workflow ist, wo der Steuerprozess abbildet tut. Der fängt an
im Werkdeck rein, wo wir sogenannte Checklisten-Tasks haben. Und Sie sehen da unten, also das sind jetzt in dem Mandat Geldspeicher rein, sind es ein Haufen Aufgaben, die noch zu bearbeiten sind, unter anderem die Steueraufgaben. Und da habe ich in der Steuererklärung einen Task. Ich kann da auch wiederum mit rechter Maustaste das Objekt im M-Files öffnen. Und ich sehe da wieder das Objekt verbunden mit dem Mandat Geldspeicher. Es hat, wer ist zuständig dazu und ja andere Informationen, die mit dem Objekt verbunden sind. Was ich jetzt da noch nicht habe, ich habe noch kein Dokument, weil ich erwarte, also der Kunde ist informiert worden per E-Mail, dass er soll doch bitte seine Steuerunterlagen im Hubshare hochladen und dass es nachher zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung steht. So übergebe ich jetzt auch wieder an Patrick, wo das den nächsten Schritt entsprechend macht. Wir sind wieder zurück auf der Kundenansicht im Kundenhub. Die Pendenz, die der Martin gesagt hat, im M-Files ist ja da ersichtlich. Die Steuererklärung ist offen. Die reichen Unterlagen vom Kunden. Ich tue da genau gleich wie vorher auch mich steuern, darauf navigieren. Ich möchte gerne Elemente aufladen. Das sind Steuerunterlagen da. Ich kann das Dokument wie vorher auch schon gezeigt im M-Files drin, auch im Hubshare einfach so reinziehen. Erkennbare Inhalte werden entsprechend abgefüllt. Ich könnte da noch feiner kategorisieren, im Bedarfsfall das Datum auswählen oder automatisch setzen lassen. Zwingend ist, um da kategorisieren, in welchem Geschäftsjahr wir uns befinden. Wenn wir da jetzt 24, könnt ihr Bemerkungen dazu erfassen und das Dokument nachher so aufladen. Es gibt mir das Feedback, dass das erfolgreich passiert ist. Wenn ich da auf der rechten Seite schaue, bei den Dokumenten in Verarbeitung, sehe ich auch immer gerade, welche Dokumente in Arbeit sind beim Treuhänder von mir. Dann übergebe ich gerne wieder dir, Martin. Danke. Gut, ich bin da immer am gleichen Ort auf meiner Steuererklärung. Man sieht da im Workflow-Status, wir sind im Status Einreichen Unterlagen. Also es ist noch nichts weiteres passiert, außer dass ich da ein Dokument bekommen habe, wo mir vorgängig von Patrick hochgeladen worden ist. Das langt noch nicht, weil wir haben im Workflow definiert, Moment, jetzt bin ich da schnell nochmal in das Bild hinein. Wir haben definiert, sobald die Vollständigkeitserklärung da ist, dann kann es weitergehen. Also bis dorthin können wohl verschiedene Dokumente hochgeladen werden, aber es passiert nicht automatisch. Das heißt, ich erwarte jetzt eine Vollständigkeitserklärung vom Kunden, wo hoffentlich der Patrick zur Verfügung hat. Das ist genau so. Das ist der nächste Schritt, den ich mit Ihnen gemeinsam machen. Wir sind da jetzt schon in der Portal Steuern für juristische Personen. Ich tue da die unterschriebene Vollständigkeitserklärung wieder von meiner Pfeilablage direkt reinziehen. Das habe ich heute gemacht und es ist die zum Geschäftsjahr 24, die da ist. Und das Dokument wieder erstellen. Gut, dann übernehme ich wieder. Ich sehe da, ich habe jetzt 2 Dokumente bekommen und
bei der und Sie sehen, der Status hat es automatisch gekehrt auf Verarbeitung Steuerunterlagen durch den Bearbeiter, also sprich durch den Treuhandmitarbeiter, der jetzt die Steuern bearbeiten kann. Womöglich ist er nicht ganz glücklich, weil noch gewisse obwohl die Vollständigkeitserklärung da ist, noch gewisse Dokumente fehlen. Damit könnte ich jetzt sagen, nein, ich will noch Nachfrage stellen und Unterlagen X fehlen, wo ich das nochmal eigentlich zurücksetzen will. Das nochmal Unterlagen X müssten entsprechend eingereicht werden, wo jetzt der Patrick gerade machen wird. In der Zwischenzeit habe ich die Mitteilung bekommen, dass da etwas pendent ist. Ich kann da in die Steuern hineinschauen und sehe da auch wieder offene Pendenzen. Es ist da die Nachfrage Steuern bei den Kunden. Ich gehe in meine Detailübersicht zu den Steuern und sehe da, dass da von der zu der Steuererklärung eine Rückfrage ist. Da fehlt anscheinend etwas an Unterlagen. Gut. Die tun wir doch gerne so nachreichen. Die Steuerunterlagen tun wir da wieder Drag and Drop. Das fehlende Dokument einreichen. Es wird wieder abgefüllt, was kann abgefüllt werden. Wir können es entsprechend noch fein kategorisieren bei Bedarf. Relevant da wieder sicherlich das Geschäftsjahr, um entsprechend das erstellen. Nach einem erfolgreichen Upload sehe ich wieder auch das Dokument da in der Verarbeitung drin und sehe da dann auch auf der Steuererklärung, die pendent ist, da drauf. Da, je nachdem schnell Reload, dass das dritte Dokument auch angehängt worden ist, kann da dann schreiben, ich habe die überarbeitet, je nachdem noch entsprechende Mitteilung. Das so wieder speichern. Durch das, dass ich die Rückmeldung, das Dokument aufgeladen habe oder die Dokumente ergänzt habe und Angaben ergänzt habe, die gefehlt haben und den Status gesetzt habe, dass ich die Bearbeitung gemacht habe, liegt das jetzt wieder beim Treuhänder von mir. Und ich übergebe wieder dir, Martin. Danke. Jawohl, und auf der Treuhandseite sieht man, es sind mittlerweile all die 3 Dokumente vorhanden. Es ist der Status, ist Verarbeitung Steuerunterlagen wieder beim Bearbeiter und er kann jetzt wenn die Steuererklärung ja dann bearbeitet wird und fertig ist, kann man die uploaden für den Kunden oder einreichen durch den Sachbearbeiter bei der Steuerbehörde und kann entsprechend so wieder einen Kommentar dazu fügen und den ganzen Workflow entsprechend abschließen, mit dem, dass auch die Aufgabe entsprechend abgeschlossen worden ist. Wir haben damit extra noch 1-2 Interaktionen nicht von der idealen Welt zeigen, wo eben Unterlagen nicht gekommen sind und um Ihnen ein bisschen zu zeigen, wie die Interaktion ist miteinander, wo ich denke, es ist viel geradliniger, effizienter, wie wenn man sich da E-Mails schickt und die E-Mails vergessen gehen, sondern es ist immer klar, was zu tun ist, es ist immer klar, wo etwas steht und dass man auch basierend von dem vielleicht wieder eine Aufforderung kann schicken, bitte einreichen, den Termin rücknäher. Das ist das, was wir Ihnen haben zeigen in dieser ebenfalls Hubshare-Portalgeschichte. Es ist, wie vorgängig erwähnt, komplett individualisierbar, wie die Hubs aussehen. Also wenn ein Hub bei einer IT-Unternehmung mit Supportfragen, mit Entwicklungsfragen, mit was auch immer sieht komplett anders aus, wie wahrscheinlich bei Ihnen oder bei Drittfirmen. Wir haben das letzte Jahr bei einer Kanzlei eingeführt, wo natürlich ganz andere Themen auf dem Hub ersichtlich sind. Dann bitte ich dich, Urs, wieder zu übernehmen.
Vielen Dank, Martin und Patrick. Es sind noch 2 Fragen eingegangen im Chat. Vielleicht, wenn ihr den Chat schnell aufmacht. Die eine Frage ist, speichert der Kunde Dokument auch noch extern bei sich? Und wer ist jetzt für die Datensicherheit oder eben die Speicherung zuständig? Also die Verantwortung für die ganze Datenhaltung ist beim Treuhänder. Und das ist ja auch eine Änderung. Der Treuhänder wird zum IT-Dienstleister. Das haben wir ja schon länger auch erlebt, mit dem, dass ein Treuhänder eine Buchhaltung am Kunden zur Verfügung gibt, wo oft beim Treuhänder gespeichert ist und ein Zugang ist beim Kunden. Und wenn man diesen Schritt weitergeht, ist natürlich auch für das ganze Dokumentenmanagement der Treuhänder zuständig. Ob es der Kunde noch separat speichert, könnte natürlich sein, muss aber nicht. Das Gute ist im DMS, und das sind alle DMS, das ist nicht einmalig von M-Files, es ist revisionssicher. Jeder Schritt ist nachvollziehbar und man hat einfach eine höhere Sicherheit in der Ablage von Dokument und auch im Zugriff vom Dokument. Man muss nicht mehr Angst haben, wenn man ein Lohndokument speichert im M-Files, dass die Mitarbeiter gerade Zugriff haben, sondern sie auf der Klasse Lohn sind vielleicht nur Partners und anders. Also der Kunde muss es nicht speichern, ob er es nicht wird. Ja, das wissen wir natürlich nicht. Eine weitere Frage, die eingegangen ist, werden dann die Geschichten, also der Workflow, der durchgeführt wird, gibt es eine Rückmeldung bis Vertec? Ja, die Aufgabe ist am Schluss abgeschlossen. Das ist uns ganz wichtig gewesen, dass, wie ganz anfänglich erwähnt, es gibt eine Pflege von den Daten, Stammdaten, die werden in andere Systeme synchronisiert und wenn irgendwo etwas passiert, geht es auch wieder retour, dass man nicht muss im Vertec noch die Aufgabe abhaken. Es könnte ja sein, dass man es im Vertec abgehakt hat, aber dann ist es in allen Systemen auch so. Also es muss nur einmal irgendwo geklickt werden. Sehr gut, ich glaube, damit ist die Frage auch beantwortet. Gibt es jetzt weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein, sonst melden Sie sich über den Chat. Doch, jetzt ist noch eine Frage eingegangen. Können Dokumente, zum Beispiel Kreditorenrechnungen von M-Files via Drag and Drop ins Buchhaltungsprogramm gezogen werden? Jawohl, das ist so. Ich kenne natürlich nicht alle Buchhaltungsprogramme. Es gibt Buchhaltungsprogramme und da ist sicher das Topal, das ich am besten kenne, weil wir selber den Kunden vertreiben und einführen. Dort kennt das Topal mit der Schnittstelle, die vorhanden ist, ist M-Files. Es liest den Beleg aus, es gibt mir einen Vorschlag mit einem Buchungsvorschlag, ich muss nur noch bestätigen. Also aber ich nehme an, bei Abacus und anderen wird das ähnlich der Fall sein, dass sie die Buchhaltung den Beleg erkennen und ganz wichtig, dass hinter der Buchung nachher der Beleg ist. Also wenn man auf Buchung geht, hat es bei uns so ein Klemmerli und dann kann ich mir den Beleg anzeigen, dass ich nicht den in einem Ordner ablegen muss. Gut, die nächste Frage geht an Vertec, aber die kannst du sicher auch beantworten, Martin. Kann Vertec für 2 oder 3 Treuhandunternehmen unter einem Dach genutzt werden oder muss jede Unternehmung eine eigene Lizenz haben? Ich glaube, ich muss es verdeutlichen oder die Frage noch deutlicher stellen. Also wenn Sie natürlich mehrere juristische Einheiten haben und die gleichen Mitarbeiter für die unterschiedlichen juristischen Einheiten arbeiten, dann ist der Fall klar, Martin, oder? Ja, richtig. Dann braucht es nur eine Lizenz. Eine Lizenz für den Named User, also ich, Urs Berlin, ich kann für die Treuhand AG arbeiten, wie auch für die Revisions AG oder, wie ich es vorhin gezeigt habe, für die Beratungs GmbH. Ich als Named User brauche einfach eine Lizenz. Haben wir die Frage so können beantworten? Und noch wichtig, Urs, es ist auch die 3 Mandanten im Vertec, die sprechen nicht nur unterschiedliche Formulare an, sondern auch unterschiedliche Mandanten in der Buchhaltung, wo hinter dem Mandant ein anderer Buchhaltungsmandant angesprochen wird, wo sehr nützlich ist. Das ist sehr einfach im Vertec so zu konfigurieren. Das ebenfalls geht sogar noch einen Schritt weiter.
darüber aus mit den sogenannten Vaults, wo ich gut mit Dritten scheren kann, wo wir haben Konstellationen, wo ein Treuhänder mit 2, 3 anderen Treuhändern zusammenarbeitet im Bereich Revision und in der Revision haben das Mandat geshared, wo dann wieder automatisiert von einer Vault, also von einer, sonst sagt man Datenbank, in die andere synchronisiert werden, dass sie dort für die Revisionsmandat eine Umgebung haben. Super, danke vielmals für die Präzisierung. Die ist jetzt wichtig gewesen. Ja. Gibt es weitere Fragen in dem Zusammenhang? Kann ich Ihnen eine zwischen Ihnen fragen? Also die Anpassbarkeit, das ist schon so, gell? Ich kann als Kunde, ich glaube, das hast du gesagt, ich kann als Kunde meine M-Files-Oberfläche so haben, wie ich sie für mich will. Das ist richtig. Also das ist ja im Vertex so gegeben, wie auch im M-Files und im Hubshare. Und bei allen 3 Umgebungen ganz schön. Wir lange nie nicht Source Code an, es ist updatefähig und wir haben, also ich bin jetzt seit 13 Jahren in dieser Vertex-Zunft drin, wir haben nie grosse Probleme gehabt. Wir haben ganz kleinste Sachen, einen alten Report, einen neuen Report, aber sonst noch nie ein Update reinzuspielen, obwohl wir sehr viel anpassen. Und das gibt eine unglaubliche Sicherheit, wenn Sie eine Individualisierung haben wollen, dass die auch in 5 Jahren nicht viel Geld kostet, um auf eine neue Version oder auf die übernächste Version zu ziehen. Die nächste Frage ist eine spannende Frage und die zeigt eigentlich implizit auch, wie cool das ist, wenn man Lean Business als Ansprechpartner hat. Weil Lean Business kann die Antworten geben zu Vertex, M-Files und Topball. Ich stelle die Frage, Vertex oder können Dokumente von M-Files ins Topball eingezogen werden, wenn man in der Buchhaltung keine Nebenbücher hat? Jawohl, das geht. Ich kann das Topball mit M-Files 2 Arten verbinden, mit dem Nebenbuch oder mit dem Hauptbuch. Ich habe beides bei mir verbunden, weil also es ist natürlich noch luxuriöser, wenn man das Nebenbuch hat. Ich kann im Outlook einen Ordner, wo ich einfach einen Kreditorenbeleg in den Outlook-Ordner rein tue. Der wird vom M-Files erkannt und im Topball auch erkannt. Aber ich habe im Outlook auch einen zweiten Ordner für Hauptbuchungen und kann dort 6 die Spesen, die ich abrechne von den Mitarbeitern oder anders, tue ich dort rein und die sind nachher auch hinterlegt. Und ich kann bei der Buchung den Beleg dazu tun im Topball. Gut, ich erlaube mir schnell meinen Bildschirm zu teilen für 2 Fragen, die eingegangen sind. Die eine Frage referenziert nochmal die Frage von der Lizenzierung. Also da ist es tatsächlich so, also in Bezug auf die Lizenzierung und wir sagen dem Holding-Konzept. Einerseits auf unserer Webseite können Sie suchen nach Holding-Konzept. Da kommt Ihnen auch nochmal die Folie, wenn ich sie Ihnen gezeigt habe. Das betrifft eben, dass Sie Werte kennen über verschiedene juristische Einheiten. Und wenn Sie die Preise sehen von Vertex, dann sind die da publiziert. Es gibt 2 Betriebsmodelle. Entweder tun Sie sie on-premise, also Sie kaufen die Lizenz und schauen selber, wie Sie es betreiben, oder Sie entscheiden sich für das Vertex Cloud-Abo. Und die zweite Frage, die noch gestellt worden ist, Vertex, ja, hat ein integriertes CRM. Wenn Sie da mehr wissen wollen, gehen Sie über die Webseite oder kontaktieren Sie im Nachgang den Martin Fricker oder mich. Da drinnen hat sehr viele Funktionalitäten, angefangen von einer Outlook-Integration, Aktivitätenfeed und so weiter. Das würde jetzt den Rahmen da in dieser Präsentation sprengen. Gut, gibt es weitere Fragen in dem Zusammenhang? Ich glaube, sonst kommen wir langsam zum Schluss und zur Überführung zum Ausblick.